eines dicht bewohnten Gebietes erhebt sich ein majestätisches, verlassenes Hotel, das einst im Besitz eines russischen Investors war. Die Räume des Gebäudes strahlen immer noch einen erhabenen Glanz aus, obwohl der Zahn der Zeit ihre Spuren hinterlassen hat. Doch das Faszinierende an diesem verlorenen Ort ist, dass er vollständig und unberührt erhalten ist. Keine Spur von Vandalismus oder Zerstörung. Kein Vandalismus, nur Verfall. So wünscht sich das jeder. Ja, da seht ihr, warum ich komme zu. Leute, da kann ich. Oh, ich habe eine Nachricht zu trinken gerade. Sieht noch ziemlich gepflegt aus. Plötzlich betritt man eine Zeitkapsel, in der die Pracht und der Glanz vergangener Tage bewahrt ist. Die Geheimnisse, die dieses verlassene Hotel birgt, sind so mysteriös wie die schweigsamen Flure selbst. Hier scheint die Zeit stillzustehen und die Frage bleibt, warum wurde ein solches Juwel einfach aufgegeben? Wir sind jetzt in diesem riesigen, verwinkelten Hotel drin. Also wir müssen hier ziemlich vorsichtig sein. Hier wimmelt es nur von Nachbarn. Ne? Seht ihr den schön gepflegten Garten da vorne? Also wir müssen hier mit dem Licht und der Lautstärke ziemlich aufpassen. Aber dieses Hotel lohnt sich definitiv, erkundet zu werden. Wir befinden uns im ersten Raum und wir sehen schon, dass das Haus oder Hotel ziemlich lange verlassen ist. Es schimmelt hier schon an allen Ecken und Enden. Deswegen können wir in den meisten Räumen gar nicht so lange bleiben. Wir befinden uns gerade in Raum Nummer 423. Vielleicht kann man jetzt schon erahnen, wie verwinkelt das Ganze ist. Wir gucken uns auf dieser Etage mal ein Zimmer an. Die Möblierung in diesem Haus ist schon ziemlich altbacken, wie man sehen kann. Was aber wundert, es sieht eigentlich alles noch relativ gut aus. Ein Zeichen dafür, dass hier wenig Vandalismus herrscht, das sieht man in diesem Badezimmer. Es ist wirklich noch komplett da. Hier ist nichts kaputt geklopft worden. Also hier würde ich eigentlich sogar duschen gehen. Mal kurz da unten durchwischen und schon kann man sich hier fertig machen. Und Leute, schaut euch das mal an. Da kommt alles schon runter. Ich glaube, an der Stelle gab es mal irgendwie einen Rohrbruch oder sowas. Die ganze Wand kommt uns schon entgegen. Der ganze Putz ist auf dem Boden verteilt, auf dem Stuhl auch alles voll. In diesem Bereich müssen wir auf jeden Fall sehr vorsichtig sein. Was sehen wir hier auf dem Boden? Teile vom Fell. Hat sich hier irgendein Tier gekebbelt oder hing das mal an der Wand? Sieht auf jeden Fall ein bisschen eklig aus. Dann drehen wir uns um und schauen uns mal das Ausmaß von oben an. Also es kam von oben das Wasser. Ich schätze mal, dass es ein Rohrbruch war. Und die Kamerascheu Nina ist auch wieder da. Hallo. Was vielleicht das in der Kamera sagen zu diesem Hotel? Nee. Erzähl doch was. Nee. Das kommt noch. Ich war am Anfang auch kamerascheu. Wir kommen jetzt in so eine Art Durchgang zum Haupthaus. Auf dem Tisch steht noch ein altes Schachspiel oder Dame, je nachdem, wie man es sehen möchte. Hinter uns auf dem Tisch steht so ein alter Fernseher von Orion mit so einer übelst vertrockneten Pflanze oben drauf. Und dann kommt das. Und hört ihr das? Also die Dachpfannen sind auch nicht mehr so fest. Die Konstruktion wird nur so halb durch diesen Schrank gestützt. Aber ich schätze mal, irgendwann wird auch der Rest runterkommen. Jetzt weiß ich, glaube ich, dass das Fell nicht von einem lebenden Tier war, sondern von so einem ausgestopften Tier. Denn hier an der Wand haben wir so einen Falken. Ich glaube, das ist ein Falke. Wenn ich falsch liege, berichte ich mich gerne in den Kommentaren. Und hier sieht man alles voller Nachbarschaft. Wir brauchen nur einen falschen Lichtstrahl mit unserer Taschenlampe rauswerfen und schon sind wir entdeckt. Rechts auf den Stühlen sind noch die ganzen alten Radiowecker von den Hotelzimmern. Gucken wir uns mal Raum 415 an. Auch ein Einzelbettzimmer mit diesen alten Radioweckern auf dem Nachttischschränkchen. Und hier sehe ich sogar noch Prospekte. Für euch muss ich das leider verpixeln, weil das ist die genaue Ortsangabe. Auf jeden Fall sieht man hier noch das Hotel, wie es nicht zugewachsen ist von außen. Auf der Rückseite gibt es da noch Bilder von den Örtlichkeiten, die hier drin waren. Den Pool sehen wir nachher noch. Dann dort die Theke. Sah einmal sehr edel aus, oder? Unter der Theke eine Familie in der Sauna mit Kindern, die nackt sind. Ob das unbedingt vorteilhaft ist? Ja. Also ich würde es so heute nicht mehr in irgendeine Flyer packen. Es gibt sogar eine Kegelbahn. Also den Bildern nach zu urteilen, war das Ganze doch mal ein bisschen vornehmer, als so wie es jetzt aussieht.
Und wenn man aus der Tür rauskommt, sieht man hier so ein fettes Bild an der Wand von einem Wald. Das sollte wahrscheinlich wohl ein Teil zum Wohlfühlen beitragen. Schauen wir kurz nochmal in dem Raum. Hier hängen sogar noch Kleidungsstücke. Außerdem Schaltplatten, Signorina mit dem blonden Haar, die Jägermarie, Walzer. Dann ist ein Fell vom Wildschwein, so wie das aussieht. Kann auch gut sein, dass sich irgendwie ein Obdachloser in diesem Hotel bereit gemacht hat. Ich hoffe, wir finden den nicht oder wir stören den nicht. Weiter durch den Flur. Gibt es noch mehr Zimmer, aber da brauchen wir jetzt nicht durchgehen. Allzu viel werden wir dort nicht mehr sehen. Komisch ist, dass hier ein Fahrrad steht. Es kann echt gut sein, dass hier ein Obdachloser war. Der Reifen ist aber platt, was für mich bedeutet, dass dieses Rad schon länger nicht bewegt wurde. Und bisher haben wir noch kein Datum gefunden in diesem Organizer. Das ist eine Jahreszahl, 1998. Steht ja auch was drin. Und tatsächlich, die Seite, die ich gerade aufgemacht habe, R&V-Versicherung mit Name, 7.4.97 und 10.15 Uhr und so weiter. Also die erste Jahreszahl, die wir haben, 97, 98. Ich glaube, so lange ist das noch nicht geschlossen, das Ganze. Ich schätze mal, da kommen noch 8 bis 10 Jahre drauf. Aber vielleicht finden wir ja noch was Aktuelleres. An der Wand sehen wir ein Schild, Restaurant, Rezeption oben, Hallenbad, Sauna und Hobbyraum unten. Wir entscheiden uns aber dafür, dass wir erst nach oben gehen. Dort sehen wir das Schild, wo dann drauf stand, was es im Tagesangebot und so gab. Und durch dieses Fenster können wir schon sehen, wie der Pool aussieht. Aber da schauen wir, wie gesagt, gleich vorbei. Wir gucken vorher in diesen gruseligen Gang. Ja, schon ziemlich dunkel da hinten. Wie man sehen kann, sind die ganzen Räume echt sehr gut in Schuss. Auch hier in diesem Bereich. Kein Vandalismus, nur Verfall. So wünscht sich das jeder. Ein Blick in den Garten zeigt, wie zugewachsen das Ganze schon ist. Guckt euch das mal an. Man kann gar nicht mehr großartig rausgucken. Im Regal neben dem Bett hat noch einer seine Kotztüte von der Turkish Airlines vergessen. Da unten versteckt sich noch ein Telefon. Und sogar hier im Schrank hängt noch ein Hemd. Und da hat einfach einer sein Hemd vergessen. Schon kurios, das Hotel, oder? Ich bin gespannt, was wir am Ende für ein Datum hier finden. Wann es dann wirklich ungefähr verlassen wurde. Der hatte hier bestimmt russische Gastarbeiter. Ja. Und die haben hier auch gelebt. Der wollte bestimmt das Hotel wieder neu machen. Pass auf. Weil, wo das so stinkt, ist hier Essen. Da, hier, russisches Essen. Russisches Essen gibt's hier? Ja, das stinkt wie Hölle, ey. Boah. Das riecht richtig widerlich. Richtig widerlich. Boah, seid froh, dass es kein Geruchs-YouTube gibt. Boah. Ich muss mich jetzt zusammenreißen. Jeder findet es wieder lustig. Und dann schauen wir uns das mal hier an. Tatsächlich ist in diesem Schrank alles voller Lebensmittel. Da ist irgendwas ausgelaufen. Das sind Töpfe und alles. Also es kann gut sein, dass Ninas Theorie stimmt. Das ganze Hotel gehört nämlich einem Russen, der jetzt keinen Zugriff mehr darauf hat. Boah, und hier wird der Geruch immer schlimmer. Und dann, also riechen ist ja schon... Riechen ist ja schon schlimm, aber dann noch das... Dann noch das zu sehen, ne? Warum tue ich mir das an? Auf jeden Fall. Ja, da seht ihr, warum ich komme zu. Leute, da kann ich nicht. Das ist wirklich nicht gespielt. Was wir sind freundlich und machen jetzt für den nächsten die Tür hier einfach zu. Und der das nächste Mal diese Tür aufmacht, freut sich. Es kann gut sein, dass wirklich Gastarbeiter darin waren, hier gelebt haben und das Hotel auf Vordermann bringen wollten. Im Raum gegenüber sehen wir nämlich auch die Baustoffe. Da haben wir Farbe. Irgendwas wurde in den Eimern angemischt. Hier sind sogar noch ein paar Badelatschen. Oh, was haben wir denn da? Alte Unterlagen. Wir haben hier noch einen Wagen voller Dokumente und Unterlagen gefunden. Das sind alles irgendwelche Rechnungen. Von wann sind die Rechnungen? Hier wird dann aktuelles Datum 15.10.2004. Hier sind alle Rechnungen fein säuberlich sortiert. Der ganze Wagen ist voller dieser Ordner von den Rechnungen, die damals hier bezahlt werden mussten. Von den ganzen Lieferanten, die hier die Lebensmittel hingebracht haben, Getränke und so weiter. Heftig, dass das hier noch so unberührt und ordentlich in diesem Wagen hängt. An der Garderobe hängt noch
Alles voll dieser Kleidung. Es hat fast den Anschein, als wenn die Leute hier fluchtartig das Gebäude verlassen haben. Nur das Nötigste mitgenommen und alles andere dagelassen. Wir haben Geräusche, Leute. Da ist jemand. Ich weiß, was es war. Eine Katze. Die Katze hat die Geräusche gemacht. Könnt ihr sie sehen? Oh, ich habe eine Nachzittring gerade. Und die guckt uns hier genau an. Kurz ist das Herz in die Hose gerutscht. Jetzt kommen wir immer mehr Richtung Gastraum. Es ist leider dunkel. Auf jeden Fall steht der ganze Eingang voll mit diesen Lampen und Stühlen. Ich hoffe, wir können wenigstens ein bisschen erkennen. Hier können wir überhaupt gar kein Licht machen. Da vorne ist auch ein Auto geparkt von einem Nachbarn. Deswegen lassen wir das mal hier lieber sein. Was ist das denn? Die alte Stichuhr. Dann konnte man damals seine Karte hier rausnehmen, reinstecken, den runterziehen und dann seine Karte wieder rausnehmen und oben reinstecken. Ich wusste nicht, dass Hotels auch sowas haben. Wo geht's hier hin? Das ist, glaube ich, die ehemalige Küche, wo das Essen dann zubereitet wurde für die Gäste. Dann war das hier so eine Art Durchreiche. Es sind sogar noch einige Küchengeräte vorhanden. Schauen wir uns weiter in der Küche um. Sehen wir dort die alte Spülgelegenheit. Aber die Küche war auch nicht mehr die modernste, so wie das aussieht. Dort sehen wir die Durchreiche zum Gastraum. Da gucken wir uns gleich nochmal um. Und hier die Theorie mit den russischen Mitbürgern oder Leute aus Russland. Nomnaopyl Oktopyl. Und dann ist jetzt so ein weißes Pulver dort eingelagert. Ich möchte gar nicht wissen, was das ist. Und da haben wir Lorbeerblätter. Und diese Lorbeerblätter sind haltbar gewesen bis Ende 2010. Ich weiß nicht, wie lange sowas haltbar ist. Also dann könnte 2004, 2005 hier tatsächlich stimmen. Dann kommen wir zu den Fenstern und zu den Nachbarn. Hier sieht man wieder schön den Verfall. Den wollte ich euch aber nochmal zeigen. Wie schön das Grüne schon um den Stuhl da rumwächst. Auf dem Stuhl schon Moos zu sehen. Wo kommen wir denn hier hin? Oh Leute, guckt euch mal diesen Eingang in den Keller an. Ist das nicht gruselig? Ich glaube, da geht es zur Kegelbahn. Und in dem Raum sehen wir dann wirklich das aktuellste Datum 2.8 und an der Wand eine Veranstaltungsübersicht Januar 2009. Am 2. Januar gab es Beerdigungscafé, am 4. Januar einen 85. Geburtstag und das endet am 24. Januar mit einem Schützenball. 2009 ist nun das Datum, schätze ich mal, wo das Ganze hier endgültig geschlossen wurde. Dann gehen wir die Treppen weiter runter in den nächsten Bereich des Hotels. Irgendwie sieht das hier gruselig aus. Ich dachte, das ist die Kegelbahn, aber es ist doch nicht die Kegelbahn. Hier ist Keller, Kühlraum. Auf diesem Wagen steht noch so eine alte Mischmaschine. Ich glaube, hier wurde irgendwie was Ähnliches wie Wurst oder Teig oder so gemacht. Das ist dann doch noch ein Teil von der Küche gewesen. Vielleicht wurde hier dann Essen vorbereitet und oben in der Küche dann zubereitet. Gruselig das Ganze hier. Oh, und tatsächlich, hier ist die Kegelbahn. Ich war noch nie in einer Kegelbahn. Die Kegel sind sogar noch da. Die Mechanik, es ist alles noch da. Weiter geht's über diese Bretter Richtung Gastraum. Beziehungsweise da, wo die Leute gekegelt haben. Oh wow. Guckt euch das mal an. Krass. Hier hängt alles noch so, wie es sein soll. Guckt euch das an. Ich habe noch nie so eine gut erhaltene Kegelbahn in einem Lost Place gesehen. Selbst die Bahn ist noch gut in Schuss. Dafür, dass hier keiner mehr kegelt. Also sowas Cooles sieht man wirklich selten mittlerweile. Was ein Anblick, Leute. Auch dort, wo die Kugeln wieder zurückkommen, das ist alles noch ganz. Dort befinden sich sogar noch ein paar Kugeln. Selbst der Schwamm liegt hier noch, mit dem man seine Hände angefeuchtet hat. 20 Jahre Kegelbahn, 1973 bis 1993 von dem Hotel hier. Dann gab es in diesem Hotel auch anscheinend Stammtische. Also Leute, die immer hier waren und gekegelt haben. Ich weiß nicht, alle 2 Wochen, alle 4 Wochen. Keine Ahnung, wie oft man sich dort trifft. Dort sehen wir die ganzen Tische und Stühle.
wo die Herrschaften Platz genommen haben. Selbst das Bedienpult ist so, als wenn man es einstöpseln und sofort loslegen kann mit dem Spiel. Also von dem Anblick kriege ich gerade nicht genug. Jetzt ist mir gerade schon wieder das Herz in die Hose gerutscht. Sorry. Danke. Gerne. Schauen wir weiter, gibt es dort in der Ecke noch eine Sitzgelegenheit. Als wenn gleich jemand kommen würde und sich einfach hinsetzen und Bier bestellen oder so. So ordentlich sieht das noch aus. Sehr schön, dass dieser Raum nicht zerstört wurde. Und weiter geht's in einen Flur. Dort ist irgendwas ausgestellt. Eine Treppe nach oben. Wir gehen dann rechts lang Richtung Ausgang, Seminare und Tagung und so weiter. Hier müssen wir wieder vorsichtig sein mit dem Licht. Wow, was für große Räume. Und wie urig das Ganze aussieht. Guckt euch das mal an. Hinter uns befindet sich noch die Theke mit den Zapfhahn. So ein alter Videowagen, wie ich ihn eigentlich nur aus der Schule kenne. Und natürlich auch schon alles voller Schimmel. Guckt euch mal diese Gardinen an, diese alten Fenster. Oder auch diese Lampen aus Stoff. Sehr urig das Ganze. Da steht sogar noch Tischtennisplatte. Sexsucht. Hat hier einer mit dem Arsch drauf gesessen oder was? Die Tischtennisplatte an sich sieht nicht so stabil aus, oder? Was sagst du? Ninas Testurteil ungenügend. Über die Treppen geht's zurück. Ich wollte nur noch mal gucken, was hier so alles drin ist in diesem Ausstellschränkchen. Die Flotte 9. Weiter gibt es ein Brett, wo die ganzen Knoten erklärt werden. Englisch und Trompete. Lange Trompete. Sackknoten. Kegelclub mittendurch. Das hört gar nicht mehr auf mit der Doppeldeutigkeit, liebe Freunde. Dort geht's dann weiter. Ein Treppenaufgang nach oben. Guckt euch das mal an. Ganz kurios. Da ist alles vertefelt und auf einmal gibt es hier so einen Raum. War der damals mal versteckt? Was haben wir hier? Das sieht noch relativ neu aus. Das ist wahrscheinlich irgendwas von der Zapfanlage, um das hochzupumpen, das Bier. War so gruselige Räume. Das sieht wirklich aus, als wenn hier einer renovieren wollte. Und es dann sein gelassen wurde. Und das ist die Treppe für die Getränkeannahme gewesen, so wie das aussieht. Im Regal hinter uns befanden sich dann wahrscheinlich Weinflaschen oder was auch immer. 6 mal 0,75 Liter Bordeaux Rot. Da drin wurden die dann transportiert, die Weinflaschen. Oh, das ist auch so ein riesiger Saal gewesen. Und hier riecht es echt komisch drin. Krass, wie groß das ist. Hier standen früher überall mal Tische. Schauen wir einfach mal schnell durch die Räume. Ich glaube, allzu viel gibt es hier nicht mehr zu sehen. Alles voller Stühle und Matratzen, die hier reingeräumt wurden. Unter unseren Füßen sehen wir, der Boden wurde schon entfernt. Dort gibt es noch 2 Geweihe auf dem Stuhl, Stammtisch. Von diesen Räumen geht es dann weiter Richtung Tresen. Mit den ganzen Kupferlampen dort oben. Man kann sich gut vorstellen, wie die Leute damals dann an diesem Tresen saßen und sich ein Bier getrunken haben, irgendwelche Geschichten erzählt haben und so weiter. Hotelzugang, Rezeption, Lift und Hallenbad und Toiletten. Hier ist es alles wieder ein bisschen düsterer. Das sieht aus wie die Haupttheke aus diesem Gebäude. Auch hier sind die Zapfhähne noch vorhanden. Und selbst das Papier von den Biergläsern ist noch dort. Hinter uns sind die Tische noch einigermaßen so aufgestellt, wie sie waren. Auch auf der rechten Seite. Und wo geht's hier lang? Das Licht machen wir lieber aus. Dort ist der Haupteingang. Deswegen benutzen wir gerade kein Licht. Aber ich wollte unbedingt noch mal
hier hin und gucken, was es hier gibt. War das mal ein kleiner Laden, wo man was kaufen konnte? Guckt euch das an. Hier ist sogar noch ein Preisschild. Wacholder 32%, 7,25 €. Wahnsinn, was für ein Raum hier in diesem Hotel. Und dann nicht zerstört, gar nichts. Auch hinter uns. Alles voller Biergläser, die vielleicht verkauft werden konnten. Irgendwelche Infozettel. Alkohol, Asbach Uralt, Fürst Bismarck. Guckt euch mal an, wie viele Gläser hier sind. Krass. Auch in diesem Raum. Alle wurden fein säuberlich auf den Tisch geordnet. Bierdeckel sind auch eingepackt. Und was wirklich heftig ist, das ist alles voller Ordner. Alles voller Dokumente von diesem Hotel. Auch schön und fein säuberlich sortiert. Hier ist nichts durcheinander geschmissen worden. Ich würde euch gerne in dem Raum mehr zeigen, aber es ist so viel zu verpixeln. Das lohnt sich gar nicht, weil ihr würdet ja eh nicht viel erkennen, ne? Selbst der PC steht noch auf dem Boden mit dem Monitor, wo die Verwaltung oder Buchhaltung, wer auch immer hier gearbeitet hat, dran saß, vielleicht irgendwelche Rechnungen eingegeben hat, Buchungen bestätigt hat. Man kann sich hier vieles vorstellen. Aus dem Raum geht's raus. Alles ist noch da, Leute. Komplett eingerichtet, das Hotel. Außerdem noch die alte Preisliste von 2008 fürs Eis. Ich glaube, hier gibt's nichts auf der Liste, was ich nicht gegessen habe. Es sind hier einfach wieder so viele Details in diesem Haus zu finden. Ich könnte mal wieder 20 Videos daraus drehen. Dann haben wir gerade noch diesen Aufgang entdeckt. Mal gucken, wo es hier hingeht. Auch wieder Hotelzimmer. Alles konnte schon langsam runter. Das war kein Zimmer, das war auch so eine Art Büro, so wie das aussieht. Und jetzt sind wir, wo wir sind, privat. Also das Ganze war die Privatwohnung der Inhaber. Aber die Möbel und so weiter sind alles raus. Es gab sogar einen Aufzug. Den sehe ich jetzt auch gerade zum ersten Mal. Schön mit Marmor hier verkleidet. Ja, das hat ein bisschen Stil, muss ich sagen. Und dann schauen wir uns gleich nochmal das Hallenbad an. In dieser Vitrine gibt es sogar noch Sachen, die man kaufen konnte. Badeperlen. Der irische Frühling für 90 Cent. Des Weiteren gibt es so eine Schwimmente und Schwimmflügel für Kinder. Man hat wohl versucht, irgendwie alles zu verkaufen, was zu verkaufen geht. Sauna, Solarium. Täglich von 16 bis 22 Uhr. Mal gucken wir uns das mal an. Ich glaube, das waren die Räume zum Umziehen. Und hinter uns die Sauna, die noch relativ gut aussieht, so wie der Rest des Hotels. Aber der Geruch ist hier nicht mehr wie in einer Sauna. Ja, wie so Schimmel, wenn man sich das Haus anguckt. Oh, und es gibt sogar noch ein Solarium. Auch überhaupt nicht zerstört, nicht beschmutzt. Die Folie liegt noch drauf, wo sich die Leute dann drauflegen konnten. Dort hängt der Kasten, wo noch 5 Mark rein konnten. Waren das noch schöne Zeiten. Links gibt es noch einen Raum, der ist schon langsam am Weggammeln. Das ist auch irgendwie so eine ältere Version. Das ist von oben runtergekommen und nicht geklappt worden. Und damit man sich hier wohler gefühlt hat, gab es auch hier so ein Palmbild an der Wand. Dieser Raum war der Geräteraum. Selbst die ganzen Fitnessgeräte stehen hier noch. Ist doch ein Traum, dieses Haus. Auch dort gibt es irgendwelche Geräte. Noch eine Anleitung, wie man am besten übt. Mit den Geräten, die es hier gibt. Und dann kommen wir in die Poollandschaft. Badezeiten 7 bis 12 Uhr und 15 Uhr bis 22 Uhr. Hausgäste und Passanten konnten hier baden. An der Wand hängt der Föhn. Dort die Toiletten und Umkleidekabinen. Dann konnte man sich hier umkleiden. Und hier in den Pool gehen. Sieht noch ziemlich gepflegt aus. Da ist kein Wasser drin. Aus dieser Düse kam dann das Wasser in den Pool rein. Ja, für Kinder war jetzt nicht großartig hier was. Auch diese Front mit diesem Dach und so sieht dezent aus, aber hat irgendwas, ne? Auch mit diesen Mustern in den Fliesen. Es gibt aber keinen Chlorgeruch mehr. Also es riecht nicht mehr nach Schwimmbad.
Also Leute, was ein riesiges, verlassenes Hotel. Fast auch komplette Einrichtung. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, weil es auch schon so lange her steht. Ne? 2008, 2009 war unser letztes Datum. Also wirklich, wirklich faszinierend. Hättet ihr damit gerechnet, dass das hier drin noch so gut aussieht? Schreibt es gerne unten in die Kommentare, wenn ihr eine Meinung dazu habt. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen da. Lasst mir auch gerne ein Abo da. Was könnt ihr da machen? Und schaut in meiner Playlist für weitere spannende Lost Place Videos. Die gibt's hier unten. In dem Sinne bleibt nicht mehr viel zu sagen. Außer wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin bleibt stabil.